Moin, liebe Freunde des CNC-Fräsens. Heute geht es um eine kleine Anpassung im Fusion Postprozessor. Und zwar geht es jetzt um die Rohteildaten. Und die Rohteildaten werden normalerweise in dem generierten G-Code nicht angezeigt. Also ich habe hier mal ein kleines Beispiel, kann ich auch mal in der Simulation laufen lassen. Also Bohroperation ist eigentlich unwichtig. Was jetzt hier eigentlich wichtiger wäre, das Konturfräsen. Es geht nämlich darum, welches Aufmaß haben wir. Also wenn ihr jetzt das zum Beispiel später nochmal fräsen wollt und ihr wisst gar nicht mehr genau, ja, mit welchem Aufmaß habe ich das denn eigentlich erstellt, dieses Programm, dann wäre es natürlich schön, wenn das später auch im G-Code zu sehen wäre. Ich lasse den G-Code mal erzeugen. Also der Postprozessor ist eingestellt, ja, ist schon da, ich überschreibe es einfach mal. Und ihr seht jetzt hier oben gibt es keinerlei Informationen zum Rohteil. Also es sind Informationen zu den Fräsern, die verwendet werden, oder zu dem Bohrer und dem Fräser. Der Programmname ist drin, die Programmnummer ist drin. Hier oben fängt das Programm mit einem Prozent an. Und das machen wir uns zunutze, dieses Prozentzeichen, dass wir einfach mal im Postprozessor suchen, wo wird das denn eigentlich geschrieben. Und dann versuchen wir selbst die Rohteilgröße noch mit einzutragen. Ich öffne mal die Postprozessor-Datei. Natürlich ein Hinweis, wenn ihr das selber macht bei eurem Postprozessor, macht das immer erstmal auf einer Kopie, bevor ihr da jetzt Änderungen durchführt, nicht, dass ihr euch die Datei zerschießt. Es gibt eine Funktion, die heißt onOpen. Und da werden diese Kommentare oben in den G-Code reingeschrieben. Und jetzt könnt ihr angucken, wo wird denn dieses Prozentzeichen, also der Start von dem Programm, eigentlich eingeschrieben. Ich habe das hier oben schon mal eingegeben. Also dieses Prozentzeichen wird mit dieser Methode WriteLine Prozent geschrieben. Und die gibt es genau zweimal in dem Postprozessor, nämlich das Prozent steht ja einmal am Anfang vom G-Code und einmal am Ende. Und dieses WriteLine steht innerhalb von der onOpen-Methode. Jetzt habe ich das letzte, das ist ganz am Ende das wollte ich jetzt gerade nicht haben. Das wäre jetzt das, was in der onOpen-Methode ist. Und ich schreibe jetzt hier irgendwo dahinter meinen Code für die Rohteilgröße rein. So, das wäre jetzt dieser Bereich. Den werde ich unten nochmal in den Videokommentar reinlegen, diesen Code-Bereich. Also wir sind innerhalb von der onOpen-Methode, das ist diese Linie hier, die ist nur da oben aufgegangen, wir sind noch da drin. Und ab hier würde mein Code anfangen. Ich habe den jetzt eben mal auskommentiert. So, jetzt habe ich den wieder aktiviert, den Code. Ich erkläre euch das Programm mal kurz. GetWorkpiece wird aufgerufen und liefert ein Objekt mit den Koordinaten des Werkstückes. Das Objekt enthält zwei Punkte, den Lower, also die untere Ecke, die obere Ecke in X, Y, Z. Hier wird geprüft, ob das Workpiece-Objekt existiert und die beiden Eckpunkte vorhanden sind. Nur wenn das der Fall ist, wird weitergearbeitet. So, hier werden jetzt die Längen, Breiten und Höhen berechnet. WriteComment gibt die berechneten Maße als Kommentar im G-Code aus und mit toFixed werden einfach Nachkommastellen ausgegeben, also in dem Fall 2 Nachkommastellen. Hier unten in der Zeile wird dann einfach noch das Datum ausgegeben. Jetzt lasse ich Fusion nochmal G-Code erzeugen und dann müssten auf jeden Fall die Rohteilkoordinaten mit im G-Code drin stehen. Also ihr dürft natürlich nicht vergessen zu speichern. Ich mache das mit STRG S. Dann gehe ich ins Fusion rein und erzeuge einfach nochmal den G-Code. Einfach überschreiben. Und jetzt seht ihr, jetzt steht hier die Größe in X, Y und Z drin. Also wenn man später nochmal das Programm öffnet, weiß man, wie groß das Rohteil war. Und das ist ja von Vorteil, dass man das da an der Stelle weiß. Datum kann man halt auch noch reinschreiben. Ja, damit habt ihr oben ein bisschen mehr Informationen. Und das war es auch schon, was ich euch in diesem kurzen Video zeigen wolle.
Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Anton. Ciao.